Zweite Staatsbürgerschaften, Wohnsitze im Ausland, Bankkonten im Ausland, das klingt alles sexy. Tatsache ist aber, dass es auf die richtige Kombination dieser Module ankommt. Ansonsten wirst du zwangsläufig scheitern. Und deswegen stellt sich eben bei vielen zunehmend Frustration ein. Warum das so ist und wie du das verhindern kannst, das werde ich dir in diesem Video näher erläutern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Plan B auseinandersetzt, wie du dich also vor dem Überwachungsstaat EU schützen kannst im Hinblick auf dem, was da so alles passiert. Also wir sprechen von digitaler ID, digitalem Euro, zentralem Kontenregister, AMLA, in Zukunft vielleicht mal ein Vermögensregister, daneben natürlich auch die ganze Kriegsmaschine EU. Wenn das also Themen sind, die dich beunruhigen, wenn du dich davor schützen willst, auch vielleicht ohne jetzt zunächst auszuwandern, dann komm zu unserem Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, wo wir alle diese Themen umfangreich abdecken. Das Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Wir sprechen eben über zweite Staatsbürgerschaften, Konten außerhalb des CRS, Konten außerhalb der EU, Gold, andere Edelmetalle, Krypto, internationale Vermögensdiversifikation, Aufenthaltstitel im Ausland und natürlich auch das Thema Geopolitik, Sicherheit kommt nicht zu kurz. Mit dabei wieder diesbezüglich ist Herr Generalaußerdiensten Erich Warth, lange Jahre Sicherheitsberater unter Kanzlerin Angela Merkel. Er wird dir hinter verschlossenen Türen seine Einschätzung zur aktuellen Lage geben und wie du dich schützen kannst und mit was du rechnen musst. Das alles und viel mehr auf unserem Seminar. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen. Wie gesagt, alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wenn du unseren Kanal kennst, dann weißt du ja sicherlich, dass wir uns sehr intensiv mit Themen wie Bankkonten außerhalb der EU beschäftigen und eben auch zweiten Staatsbürgerschaften und immer wieder auch Wohnsitzen außerhalb der EU. Neben uns gibt es natürlich dazu auch viele andere Anbieter und auch viele gute Anbieter und viele Berater, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt eben auch sehr viel Falschinformationen online, die man findet. Und zunehmend muss man eben auch feststellen, dass die Verwendung von KI für zusätzliche Verwirrung sorgt. Keine Frage, die KI ist eine wunderbare Sache, das sind tolle Tools, da kann man sehr gut Wissen abrufen. Aber das Problem ist eben bei KI, dass es im Grunde genommen Intelligenz ohne Weisheit ist. Denn Weisheit bedeutet Lebenserfahrung und Erfahrung hat eben die KI nicht. Sie greift auf Datensätze zurück, sie greift auf Informationen zurück, die offiziell publiziert werden. Das Problem aber ist natürlich gerade bei solchen Themen wie Kontoeröffnung, Staatsbürgerschaften, Länder in Südamerika, Länder in Asien, dass dort eben das, was gesetzlich und schriftlich niedergeschrieben ist, nicht immer das ist, was dann auch wirklich so in der Realität gelebt wird. Das heißt, die KI muss ja zwangsläufig scheitern, weil sie keinen Zugang hat zu diesen gelebten Wahrheiten, die eben nirgendwo schriftlich festgehalten sind. Und das ist gerade genau bei diesem Thema extrem wichtig. Also ich will dir ein Beispiel erzählen. Im Südpazifik gibt es diese wunderbare Insel, die heißt Vanuatu. Und in Vanuatu kann man eigentlich ziemlich günstig eine Staatsbürgerschaft erwerben. Vanuatu ist eines der günstigsten Staatsbürgerschaftsprogramme. Problem ist jetzt, dass die Reputation von Vanuatu und dem Passprogramm dort nicht besonders gut ist, weil sie eben diesen Pass natürlich vielfach auch Personen gegeben hatten, denen sie hätten vielleicht den Pass eher nicht geben sollen. Das heißt, wenn du dann den Pass einmal hast und vielleicht ein Konto dann mit diesem Pass eröffnen möchtest, ganz bewusst mit diesem Pass, weil du eben nicht willst, dass das Konto mit deinem deutschen Pass verbunden ist oder deinem österreichischen oder Schweizer Pass verbunden ist. Wobei mir klar ist, übrigens natürlich, dass Österreicher offiziell keine zweite Staatsbürgerschaft haben können. Dann musst du leider feststellen, dass viele Banken solche Pässe aus Vanuatu grundsätzlich ablehnen. Das heißt, du wirst dann wiederum, wenn du bei dieser Bank ein Konto eröffnen willst, deinen deutschen, österreichischen oder Schweizer Pass vorzeigen müssen. Damit ist dann die Kontoeröffnung kein Problem, aber das wolltest du ja genau verhindern. So, das klingt jetzt natürlich hier alles sehr konspiratorisch. Warum soll ich das überhaupt verhindern? Warum soll ich nicht ein Konto mit meinem deutschen, österreichischen oder Schweizer Pass eröffnen? Ich habe ja nichts Kriminelles vor, ich will ja keine Steuern hinterziehen. Naja, die meisten unserer Mandanten, die über solche Themen nachdenken, die schauen sich natürlich an, was passiert. Zunehmend wird es ja erforderlich sein, dass man Konten mit einer digitalen ID verknüpft. Das ist doch etwas, was man nicht aufhalten kann. Das wird weltweit so sein. Wir haben es ja in Vietnam gesehen, wo jetzt Millionen von Konten geschlossen wurden, weil diese eben noch nicht mit der digitalen ID verknüpft waren, weil die Kontoinhaber nicht dazu gekommen sind, es nicht gewusst haben oder es einfach nicht gemacht haben und dann wurden die Konten schlicht und ergreifend geschlossen. In Indien zum Beispiel ist das ganz genau
genauso. Dort sind auch sämtliche Konten mit einer digitalen ID verknüpft. Und dort gibt es auch bidirektionalen Informationsaustausch basierend auf der ID mit der Regierung. Bidirektionaler Informationsaustausch, dass also sofort die Regierung über die ID erfährt, was auf deinem Konto passiert, ist die eine Sache. Das mag vielleicht in vielen europäischen Ländern noch weit weg sein. Aber gerade aus deutscher Sicht gibt es ja das Passgesetz, wo dann dein Pass, dein Personalausweis, deine ID entwertet werden kann, weil du dich nicht regimekonform verhältst. Schau dir mal das deutsche Passgesetz, Paragraph 7 an, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn dann dein Pass entwertet wird, dein Personalausweis entwertet wird, würde damit natürlich auch die digitale ID entwertet werden und du verlierst den Zugang zu deinem Konto, analog zu Vietnam. Darüber denken unsere Mandanten nach, das wollen sie verhindern, deswegen sagen sie, okay, ich beschaffe mir einen zweiten Pass, dann verknüpfe ich diesen zweiten Pass, ein Pass möglicherweise aus einem kleinen Land, ein Land, das seine Bürger nicht unterdrückt und nicht im Stile der DDR kontrolliert, auch dazu gar nicht die Ressourcen hat, dann verknüpfe ich eben mein Konto mit diesem Pass und wenn dann irgendwann die digitale ID kommt, dann habe ich eben eine digitale ID aus, sagen wir mal, Vanuatu und dann bleibe ich handlungsfähig, selbst wenn ich aus irgendeinem Grund, weil ich mich zum Beispiel vor der Wehrpflicht drücken will, meinen deutschen Pass momentan nicht nutzen kann. Deswegen das Thema zweite Staatsbürgerschaften. Aber wie gesagt, wenn du jetzt eben diesen Zweitpass hast, aus Vanuatu, dann ist das bei vielen Banken ein Problem. Nicht bei allen natürlich, aber wir haben das immer wieder beobachtet, dass Mandanten, die mit diesem Pass zur Bank gegangen sind, dann ein Problem bekommen haben. Wobei, man muss sagen, nicht alle Banken lehnen das ab. Wir haben schon Konten in Singapur mit Vanuatu-Pass eröffnet. Das heißt dann einfach Enhanced Compliance. Da werden die Dokumente dann umso genauer geprüft, ob es dann mit dem Konto klappt oder nicht. Das ist nicht immer gewiss. Aber nicht jeder will natürlich auch wie in Singapur dann notwendig über 100.000 Euro dort einlegen. Deswegen Georgien ja sehr beliebt bei vielen unserer Mandanten und dort klappt es mit dem Vanuatu-Pass garantiert nicht. So, ich will jetzt gar nicht den Vanuatu-Pass hier unbedingt schlecht machen oder dir ausreden, aber das sind halt Dinge, über die du nachdenken musst. Das heißt, du musst schon im Vorfeld drüber nachdenken, wie will ich diesen Pass verwenden? Welche Banken akzeptieren eigentlich diesen Pass, wenn ich damit in Zukunft meine Konten eröffnen will, beziehungsweise bestehende Konten mit diesem neuen Pass verknüpfen möchte? Und das kann man eben nur aus der Praxis beantworten. Du brauchst also jemanden zum Beispiel wie uns oder einen anderen Berater, der laufend solche Konten eröffnet. Ich meine, du hast vielleicht auf unserer Webseite gesehen oder hier schon auf unseren diversen Videos. Wir machen ja 3, 4, 5 Reisen pro Jahr nach Georgien, wo wir dann mit den Mandanten Konten eröffnen. Wir werden unsere Aktivität übrigens in Georgien noch sehr viel weiter ausbauen. Wir helfen Mandanten dort, den Aufenthaltstitel zu bekommen, eine Firma zu gründen, sich steuerlich zu erfassen. Das heißt, wir sprechen hier wirklich aus Erfahrung, aus konkret erlebter Erfahrung und deswegen kann ich dir eben sagen, dass das mit dem Vanuatu-Pass nicht funktioniert. Mit dem Sierra Leone-Pass allerdings funktioniert es. Das heißt, wenn du den Pass von Sierra Leone hast, dann hast du nämlich gleichzeitig in Georgien dann ein sehr leistungsfähiges Konto mit sehr gutem Kundenservice, sehr guten Karten, sehr guter Kryptoanbindung, wenn dir das wichtig ist. Außerhalb der EU, momentan nehmen sie auch noch nicht am Informationsaustausch teil und du musst keine große Einlage machen. Also dann hast du schon mal dort eine funktionierende Lösung, die du diesbezüglich verwenden kannst. Also eine Kombi, die funktioniert. Ich sage, die funktioniert. Ob die in 5 Jahren noch funktioniert oder in 3 Jahren, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, vor dem Hintergrund der täglich gelebten Erfahrung, dass sie momentan, heute, jetzt funktioniert. Deswegen natürlich immer mein Appell an dich, warte nicht zu lange. Es wird immer alles komplizierter und schwieriger. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Je früher du handelst, desto besser ist es. Jetzt geht es ja bei den meisten Mandanten nicht nur um das Thema Konto und Staatsbürgerschaft bzw. Pass, sondern eben auch noch um das Thema Adresse. Mit welchem Adressnachweis, mit welcher Adresse kann ich überhaupt bei einer Bank ein Konto aufmachen? Auch da muss man ja vieles beachten. Da gibt es schwarze Listen, die schwarze Liste der FATF, die schwarze Liste der EU. Dann hat jede Bank auch noch ihre eigene interne schwarze Liste. Das heißt, du musst also nicht im Grunde das Thema Staatsbürgerschaft beachten, sondern du musst eben dann auch noch das Thema beachten, wo eben dein Wohnsitz ist, wo du steuerlich erfasst bist und auch das muss eben für die Bank passen. Um zu meinem konkreten Beispiel jetzt zurückzukommen, was ich gerade eben gesagt habe, das heißt, wir haben gesagt, Pass aus Sierra Leone, Konto in Georgien. Was hier als Wohnsitz sehr gut zum Beispiel funktioniert, sind die Philippinen. Du hast ja sicherlich schon, wenn du unseren Videos folgst, hier erfahren, dass wir Mandanten helfen, in die Philippinen auszuwandern, dort einen Wohnsitz zu etablieren, Dokumente zu beschaffen, wie Steuernummer, Führerschein. Das geht alles ruckzuck. Das ist eigentlich alles relativ günstig. Ich meine, Wohnungen in den Philippinen, die kriegt man schon für $200 im Monat, etwas bessere für 400, 500. Das heißt, als Basis ist das tatsächlich ideal und das ist ein wirklicher Wohnsitz dann, auch ein Wohnsitz im Sinne des Doppelsteuerungsabkommens, dass wir die Philippinen mit Deutschland haben und übrigens auch eins mit Österreich und der Schweiz. Also das ist jetzt nicht irgendeine windige Adresse in Paris,
Paraguay oder sowas, sondern das ist eben ein richtiger Wohnsitz. Deswegen funktioniert es eben auch als Wohnsitz dann bei der Bank. In meinem konkreten Beispiel jetzt Georgien. Aber noch viel besser, wir können zum Beispiel für dich den Wohnsitz in den Philippinen mit dem Sierra Leone Pass darstellen. Das heißt, in deinem Führerschein aus den Philippinen steht dann nicht mehr drin als Staatsbürgerschaft Deutsch oder Schweiz oder Österreichisch, sondern da steht dann tatsächlich drin Sierra Leone. Und mit deinen Unterlagen, mit dem Führerschein, mit den Adressnachweisen, die du dann hast aus den Philippinen, kannst du dann eben auch wiederum ein Konto in Georgien eröffnen. Die Philippinen nehmen ebenfalls nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Georgien nimmt ja offiziell teil, aber inoffiziell noch nicht. Aber wenn die dann irgendwann mal soweit sind in Georgien, wärst du eben auch mit dem Wohnsitz in den Philippinen vor dem Informationsaustausch geschützt. Denn wie gesagt, wenn du deinen Wohnsitz in den Philippinen hast und dort steuerpflichtig bist, bist du aus dem Informationsaustausch draußen. Denn die Philippinen nehmen grundsätzlich nicht teil. Egal, wo du ein Konto eröffnest weltweit, ist dieses Konto dann mit dem philippinischen Steuerwohnsitz nicht von dem Informationsaustausch betroffen. Das ist also jetzt ein Beispiel für eine ideale Kombi. Es gibt natürlich noch andere Beispiele für gute Kombis, aber um es jetzt mal ganz konkret zu machen, habe ich dir jetzt mal diese Kombi aus den 3 Ländern vorgestellt. Hier ist natürlich auch dann das berücksichtigt, was ja viele als Flaggentheorie bezeichnen. Auch nicht mehr ein ganz aktuelles Konzept, ein bisschen schon veraltet, aber natürlich hast du hier, sagen wir mal, 3 Flaggen dann gesetzt. Du hast dich selbst verteilt auf 3 Länder. Du hast nicht mehr alles in einem Land, was natürlich ein gigantisches Klumpenrisiko darstellt, sicherheitstechnisch, steuertechnisch und etwas, was ja viele momentan für sich ändern wollen. Die feststellen, oh mein Gott, ich habe ja letztlich alles in Deutschland oder alles in Österreich oder in der Schweiz. Ich habe ja alle meine Konten, ich habe hier meinen Wohnsitz, ich habe meine Staatsangehörigkeit, ich bin hier steuerpflichtig. Letztlich kontrolliert dieser eine Staat mich dann komplett und kann mich behandeln wie einen Spielball hier. Und davor genau will man sich schützen. Und deswegen verteilt man eben die wichtigen Aspekte seines Lebens dann auf verschiedene Länder. Und das Beispiel, was ich jetzt ganz konkret vorgestellt habe, ist eben ein ganz konkretes Beispiel dafür, was eben dann auch wirklich funktioniert und eben nicht nur in der Theorie und eben nicht nur auf Basis der KI oder auf irgendeiner Broschüre oder irgendeiner Hochglanz-Website irgendeines Beraters. Ich habe es gerade eben schon gesagt, das Ganze ist im Fluss, das Ganze ändert sich ständig. Deswegen hat es mit Sicherheit auch Sinn, hier laufend mit einer Community in Kontakt zu sein, die dich hier zu den neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten kann und wo das Ganze eben auf konkret gelebter Erfahrung basiert und nicht nur auf irgendeinem Wissen, was man sich so online angeeignet hat. Also, wenn das Themen sind, die dich interessieren, wenn du ein gleiches funktionierendes Modell für dich etablieren möchtest, dann komm zu einem unserer Seminare oder buche ein Beratungsgespräch. Alle weiteren Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit über 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Themen: Steueroptimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, Kontoeröffnungen, Vermögensdiversifikation. Ich selbst habe Deutschland und die EU vor 26 Jahren verlassen. Es war so ein richtiger Red Pill Moment, wie man sagt, also wie aus dem Film Die Matrix, wo man die rote Pille schluckt und hinterher hat man eine komplett andere Sichtweise auf die Welt. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.